Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Auf mehrfachen Zuseherwunsch möchte ich hier heute zwei besondere Kapazunder miteinander vergleichen. Ich spreche vom Rottweiler und vom Dogo Argentino. Ja, zwei Hunderassen, die eigentlich völlig konträre Entstehungsgeschichte vorweisen. Zwei Hunde, die dennoch oft dasselbe Publikum ansprechen, auch mich begeistern beide. Das sind Hunde, die in die Kategorie der großen, starken, leistungsfähigen Hunde gehören. Der Rottweiler, der entstammt ja bekanntlicherweise der Zufallsverpaarung antiker römischer Kriegshunde mit im damaligen Germanien ansässigen Arbeitshunden. Daraus entstand ein zäher, mutiger, starker Hund, der mit Vorliebe als Hüte-, Treib-, Schäferhund Verwendung fand. Doch auch Metzger und Fleischer nutzen den und schnell war er als Fleischerhund, Metzgerhund bekannt. Ja, dieser Hund zog die mit Waren voll beladenen Karren dieser Metzger auf die Jahrmärkte und mit Vorliebe banden diese Leute ihre Geldbörsen an die Lederhalsbänder dieser Hunde an, denn die wussten, niemand in der Umgebung würde es wagen, einen dieser Hunde diese Geldbörse vom Halsband zu nehmen. Und derjenige, der das tat, musste mit schmerzhaftesten Konsequenzen rechnen. Ja. Heute ist der Rottweiler einer der beliebtesten Diensthunde, Gebrauchshunde, Familienbegleithunde, Wach- und Schutzhunde der Welt. Wie gesagt, auch mich begeistert der Rotte sehr. Und ich möchte behaupten, dass das der Hund ist, mit dem ich höchstwahrscheinlich die meiste Erfahrung in meinem Leben gemacht habe, nach dem deutschen Schäferhund. Der Dogo Argentino, der entstand auf völlig verschiedene, auf andere Art und Weise, möchte ich sagen. Ein Brüderpaar aus Argentinien hatte das Ziel, mit Basis der damals noch existierenden Cordoba-Doge, dem Cordoba Fighting Dog, der heute schon ausgestorben ist, den besten Großwildjagdhund der Welt zu erschaffen. Das taten die, indem sie diese Cordoba-Doge mit deutschen Dogen, Bullterriern, Pointern etc. verpaarten. Und tatsächlich schafften die es, einen Hund zu entwickeln, der bis heute als unübertroffener Großwildjagdhund gilt, als Packerrasse Nummer 1, als der Todfeind des Pumas. Grausame, brutale Geschichte. Heute ist der Dogo Argentino in Augen der Molosser-Fans der sportlichste Molosser. Ein wunderschöner Hund, der auch mir besonders gut gefällt. Selbstverständlich unterscheiden sich diese beiden Hunde recht stark voneinander. Ja, sie haben einige Gemeinsamkeiten vorzuweisen, doch es sind doch zwei grundverschiedene Hunde. Gehen wir mal zur Größe. Also bei der Größe nehmen sie sich nicht viel. Sowohl der Dogo Argentino als auch der Rottweiler erreichen Schulterhöhen bis zu 70 cm. Ja, es sind also etwa gleich große Hunde. Anders sieht es aus beim Gewicht, denn hier zieht der Hund aus Rottweil dem Dogo davon. Wir wissen ja, dass man im Rassestandard des Rottweilers immer zu lesen bekommt, der Rottweiler erreicht ein Gewicht von bis zu 50 Kilo. Doch das entlockt uns höchstens ein zärtliches Lächeln. Die meisten von Ihnen, inklusive mir, haben schon öfter Rottes mit über 60 Kilo Gewicht gesehen. Ich lernte auch mal persönlich ein Rottweiler Brüderpaar kennen, das über 70 Kilo schwer war. Doch das ist eher die Ausnahme. Man kann also bei kapitalen Rottweilern mit Hunden mit bis zu 60 oder um die 60 Kilo rechnen. Anders sieht es beim Hund aus Argentinien aus, denn der Dogo Argentino erreicht maximal an die 50 Kilo. Es mag schwerere Exemplare geben, doch das ist eher selten. Im Schnitt kann man beim Dogo Argentino mit einem Hund rechnen, der 40 bis 50 Kilo schwer wird. Das spiegelt sich auch in der Gesamterscheinung wieder im Vergleich zum Rottweiler, denn während der Rottweiler der eher muskulöse, ja, sind sie natürlich auch, doch der eher wuchtigere, bulligere Hund ist, mächtigere Hund ist der Dogo, der eher athletisch schlanker gebaute Hund, der etwas sportlicher wirkt als der Rottweiler. Also es sind gleich große Hunde mit Gewichtsunterschied und mit auffallend anderer Gesamterscheinung, möchte ich mal sagen. Das unterscheidet sie schon sehr stark voneinander. Ein nächstes Kriterium, wo sie sich voneinander stark unterscheiden, ist die Fellbeschaffenheit. Der Rottweiler ist ein Stocker mit doch recht üppiger Unterwolle, während der Dogo Argentino das klassische Kurzhaar darstellt, der nur recht wenig Unterwolle bis gar keine besitzt. Also das intensiver zu pflegende Fell mit Sicherheit der Hund aus Deutschland. Auch in der Farbe unterscheiden sie sich sprichwörtlich wie Tag und Nacht, denn den Rottweiler gibt es nur in Schwarz mit braunem Brand, während es den Dogo nur in Weiß gibt. Hier sind schwarze Flecken oder ein schwarzes Monokel am Auge
erlaubt, das wird akzeptiert, solange der Schwarzanteil nicht mehr als 10% des Körpers einnimmt. Ist nicht gerne gesehen, lieber sieht man den Dogo reihenweise. Ja. Also auch das unterscheidet sich recht stark voneinander. Beim Thema Leistungsfähigkeit wird es knifflig. Ich versuche Ihnen das so zu erklären, wie ich das sehe. Der Rottweiler entstammt ja einer Zufallsverpaarung. Der Fakt, dass man mit dem Rottweiler einen Hund erhalten hat, der extrem leistungsfähig ist, kräftig stark ist ein Fakt, der gerne gesehen ist, möchte ich mal sagen. Doch wurde dieser Hund niemals mit Ziel darauf erschaffen. Anders sieht es beim Dogo aus. Der Dogo Argentino wurde von Beginn an als Hund entwickelt, der in relativ kurzer Zeit ein Maximales an Kraft und Energie freisetzen musste können. Ja. Also das muss ein Hund sein, der nicht zu schwer ist, um wehrhaftes, schnelles Wild einholen zu können, aber die enorme Power dafür besitzt, um dieses Wild zu packen, niederzuwerfen, halten zu können, besiegen zu können. Und das erreichte man mit dem Dogo Argentino. Und das macht den Unterschied aus, liebe Zuseher, denn ich sage Ihnen was. Der Rottweiler ist schnell, der Rottweiler ist ausdauernd, er ist beweglich und er ist stark. Aber der Dogo ist schneller, der Dogo ist ausdauernder, der Dogo ist beweglicher und der Dogo ist stärker. Vertrauen Sie mir, das macht den Unterschied. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, welches ich in dieser Richtung normalerweise verachte. Aber ich mache hier eine Ausnahme. Stellen Sie sich einen 45 Kilo schweren Dogo vor, der in Konflikt gerät mit einem 60 Kilo schweren Rottweiler. Und ich garantiere Ihnen, dass in 9 von 10 Fällen der Dogo hier dominiert. Das ist so. Ja? Schauen Sie, hier geht es nicht darum, welcher Hund an der Leine beim Ziehen mehr Kraft entwickeln kann. Es geht um die allgemeine Power. Und da ist diese Packerrasse, diesem Hüte- und Treiberhund, einfach klar überlegen. Der Dogo ist nicht der weit stärkere Hund, aber der Dogo ist der stärkere Hund. Er ist allgemein etwas leistungsfähiger, was die Leistungsfähigkeit des Rottweilers nicht schmälern soll, liebe Zuseher. Ganz speziell gerichtet an die Rottweiler Besitzer. Ich weiß, was dieser Hund drauf hat. Wir wissen alle, was der Rotti kann. Ja, Wachhund. Nun, wenn Sie keinen Wachhund suchen, dann sind Sie bei Rottweiler und Dogo Argentino an der falschen Adresse. So ist das vielleicht besser gesagt. Ja. Also schauen Sie, beide Hunde besitzen, wenn es optimale Rassevertreter sind, über extremes Territorialverhalten, sind exzellente Wächter, die Sie jederzeit zuverlässig davon in Kenntnis setzen werden, wenn irgendwo etwas nicht stimmt. Wenn Sie einen guten Rottweiler oder einen guten Dogo zu Hause haben, dann können Sie diesem Ihr Grundstück, Ihr Auto, Ihre Wohnung ohne weiteres anvertrauen. Vielleicht haben Sie ja schon mal von diesen Geschichten gehört, wo Hunde aus Autos gestohlen werden. Und erstaunlicherweise sind es Bullterrier, welche am häufigsten aus Autos gestohlen werden. Ja, Sie wissen ja, dass die Bullterrier auffällig öfter fremdenfreundlich sind, als es andere Hunderassen sind. Das dürfte der Grund sein, weshalb man zumeist Bullies aus Autos stiehlt, wenn die in diesen auf ihre Besitzer warten, wenn die einkaufen sind, etc. Ja. Ich würde niemandem raten, das bei einem Rottweiler oder einem Dogo Argentino zu versuchen, wenn ihm seine Gesundheit lieb ist. Ja, also unterm Strich, beides sind exzellente Wachhunde. Hier setzt sich weder der Dogo vom Rottweiler oder der Rottweiler vom Dogo ab. Punkt, aus, Ende. Beim Thema Schutzhundeeigenschaft sieht das Ganze etwas anders aus. Denn ich sage Ihnen was. Ja? Der perfekte Schutzhund ist für mich ein Hund, der nicht nur körperlich dazu fähig ist, sie zu beschützen, den Willen besitzt, sie zu beschützen, sondern auch ein Hund ist, der abrufbar ist von einer Attacke, auch wenn er sich in noch so einem starken Adrenalinrausch befindet in dieser Extremsituation. Ja? Und hier gibt es bei diesen beiden Hunderassen einen großen Unterschied, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach. Ich möchte da vielleicht ein Beispiel bringen. Wenn Sie Besitzer eines Rottweilers sind, der aus guter Zuchtstätte stammt, optimal von Ihnen erzogen, klar in der Birne ist, ein Hund, so wie er sein soll, mit ausgeprägtem Schutztrieb. Sie sind mit diesem Hund unterwegs, treffen auf einen Aggressor, der vorhat, Sie zu attackieren, attackiert Sie. Ja? Ihr Hund reflektiert darauf und schreitet zur Tat. Dann wird das Ganze mit dem Rottweiler höchstwahrscheinlich so aussehen, dass Sie zusammen mit Ihrem Hund als Partner gegen diesen Aggressor kämpfen und wenn Sie sehen, Sie haben das im Griff, Ihren Hund zum Ablassen bringen und die Sache ist erledigt. Beim Dogo würde das meiner Meinung nach etwas anders aussehen. Gehen wir davon aus, Sie sind Dogo Argentino Besitzer, ein Hund aus einer Top-Zuchtstätte, ein Hund von Ihnen optimal erzogen, mit klarem Kopf, der natürlichen, wie es für Dogos üblich ist, Schutztrieb.
innehat. Sie sind mit dem Hund unterwegs, treffen, so wie mit dem Rottweiler, auf einen Aggressor. Er attackiert sie. Ihr Hund reflektiert darauf und schreitet zur Tat. Dann sieht das etwas anders aus, meiner Meinung nach. Denn in diesem Fall würden sie dann zusammen mit dem Aggressor gegen ihren eigenen Hund kämpfen, um den zum Ablassen zu bringen. Ja? Also meiner Meinung nach, oder ich bin davon überzeugt, ich garantiere Ihnen, dass der Dogo Argentino in derartigen Extremsituationen weit mehr Drive entwickelt, als es der Rottweiler tut. Der Rottweiler ist in solchen Situationen, wenn es ein guter Hund ist, gut geführt von ihnen ist, klar in der Birne ist, der abrufbarere Hund, der eher von einer Attacke, von einer begonnenen Attacke wieder abzubringen ist. Während der Dogo hier mit Sicherheit der kompliziertere, der schwierigere Hund ist. Der Hund ist, der diesbezüglich mehr Drive entwickelt. Davon bin ich überzeugt. Ergo ist der Rottweiler für mich der bessere Schutzhund. Denn Sie wissen, mit welch wahnsinnigen Problemen das verbunden ist, wenn Ihr Hund, wenn er Sie auch zu Recht beschützt, dann von dieser Attacke nicht mehr abzubringen ist. Ja. Also ist für mich der Rottweiler unterm Strich der bessere Schutzhund. Ja. So möchte ich das vielleicht erklären. Exzellente Schutzhunde sind beide und Gegner möchte ich beide nicht haben als Aggressor. Ja. Leben in der Familie. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Sowohl der Hund aus Rottweil sowie der Hund aus Argentinien sind Top-Familienhunde, beide gelten als harmonische Familienhunde, die hohe Toleranz Kindern gegenüber zeigen können, wenn man sie von klein auf behutsam an diese heranführt. Aber das gilt ja für alle Hunde, möchte ich mal sagen. Das ist ja ganz klar. Ja. Den einzigen Vorteil, den der Dogo hier vielleicht zeigen kann, dem Rottweiler gegenüber, ist dieser, dass der Dogo nicht unbedingt als typischer Einmannhund gilt, während der Rottweiler das schon tut. Sie wissen, Rottweiler, Dobermann, Riesenschnauzer gelten als Einmannhunde. Es gibt ja auch viele Hunderassen oder Vertreter von Hunderassen, die Einmannhunde sind, obwohl sie gar nicht generell als Einmannhunde gelten. Ist nun mal so. Ja. Aber es gibt auch Hunderassen, wo man sagt, ja, da sind sehr oft Einmannhunde dabei. Und da gehört der Rottweiler dazu, was ja nichts Schlimmes ist. Es ist halt nur der einzige Unterschied, dass sich der Einmannhund eine Person in der Familie heraussucht, welche dann die totale Bezugsperson für ihn darstellt, während der Nicht-Einmannhund das nicht tut. Ja. Aber trotzdem ist auch der Einmannhund ein fantastischer Familienhund, genauso wie der Nicht-Einmannhund. Doch wenn man hier wirklich hart nach Unterschieden sucht, einen Unterschied herauszuglauben versucht, dann würde ich sagen, hat hier kleine Vorteile vielleicht der Dogo Argentino, ja, wenn man es auf hart angeht. Ja. Aber dennoch sind beides Top-Familienhunde. Ich möchte Ihnen ganz kurz mal, nur um zu zeigen, welche verschiedene Charaktere die Hunde, wenn sie derselben Rasse angehören, besitzen können, von jeweiliger Rasse 2 persönliche Erfahrungen mitteilen, die ich gemacht habe mit Rottweiler und mit Dogo Argentinos. Beginnen wir mit dem Rottweiler. Ich kannte einen Rottweiler Rüden recht gut, von dem habe ich schon einige Male erzählt. Das ist dieser Rüde, ein Brocken. Dieser Rüde, der damals seine Besitzerin vor dem Einbrecher beschützt hat und diesen derartig schwer verletzt hat. Das waren schwerste Verletzungen, habe ich auch schon erzählt, wie die ausgesehen haben. Dass es zu einer Gerichtsverhandlung gekommen ist, wo die Besitzerin aber freigesprochen wurde. Die ging straffrei aus. Das war ein Hund, der so gut wie nie ausgeführt wurde von ihr. Das war ein Grundstücksbesitzer, Bewacher, Verzeihung, und wurde auch dementsprechend erzogen. Der Hund war charakterlich ein Monster, eine Gefahr für die Umwelt, ähnlich wie diese Presa-Hündin, von der ich Ihnen schon mal erzählt habe. Wenn sie diesen Hund ausgeführt hat, das war ein Rottweiler um die 60, 62 Kilo, ein Muskelpaket, solch einen Kopf, dann musste sie ihn mit Maulkorb bekleiden, denn dieser Hund war jederzeit dazu imstand zuzuschlagen, wenn sie als Fremder zu knapp bei ihm vorbeigegangen sind. Nicht um viel Geld wäre ich mit diesem Hund spazieren gegangen, ein Charaktermonster, also ein Hund, der wirklich mit Vorsicht zu genießen war. Andererseits kannte ich einen Rottweiler recht gut, der in der Gasse lebte, in welcher auch ich lebte, als ich noch in Wien zu Hause war, der wieder das totale Gegenteil darstellte. Dieser Hund war, wie soll ich sagen, teilnahmslos, irgendwie an allen Aufregungen. Ich hatte damals noch meinen American Pitbull Terrier, und wenn der diesen Rotti sah, gab der immer Gas. Der drehte am Rad. Das war dem Rotti egal.
der vertrug sich mit Hündinnen, der vertrug sich mit Rüden. Wenn da irgendwo Kinder in den hineingeschossen kamen und den begrüßten, nahm der die Begrüßung auf, erwiderte sie, der begrüßte die Kinder, ob er sie kannte oder nicht. Wenn sie als Fremde auf diesen mächtigen Hund zugingen und den begrüßten, begrüßte er sie ebenfalls, legte sie ab. Das war ein Schmusebär vom Feinsten, also völlig konträr zu diesem anderen Rottweiler, von welchem ich gerade erzählt habe, aber genauso ein Fleck, so ein Mutant gewesen. Ja. Beim Dogo Argentino war es ähnlich. In den späten 90ern fungierte ich als Formrichter bei einer Hundeausstellung in Niederösterreich. Ich war da im Dienst im Molosserring und richtete an diesem Tag Cane-Corsos, Mastinos, Bullmastiffs und einen Dogo Argentino, der da anwesend war. Ich sage Ihnen was, liebe Zuseher. Als wir diesen Besitzer, also die Startnummer über Lautsprecher aufgerufen haben und der die Halle betrat, lichteten sich die Reihen der Zuseher wie das Rote Meer, als Moses es teilte. Ja. Der Hund tankte sich zu mir vor, hinten nach, flatterte sein Besitzer wie ein Taschentuch. Der kam da rein mit der Einstellung: Trete zur Seite, ihr Würmer. Wahnsinnig dominanter Hund. Ich ließ ihn im Kreis laufen, sah ihn mir an, holte ihn zu mir, war mir nicht ganz geheuer. Sie werden nachher gleich erfahren, weshalb das so war. Kontrollierte sein Gebiss auf Gebissstellung, kontrollierte die Vollzahnigkeit seines Gebisses und da fiel mir auf, dass dieser Hund das mächtigste Hundegebiss besaß, welches ich bis dahin in meinem Leben je gesehen habe, und bis heute hatte ich noch kein mächtigeres gesehen. Liebe Zuseher, dieser Dogo hatte Kaninfangzähne so lang wie Raubkatzen. Wäre ich ein Puma, glauben Sie mir, ich hätte vor diesem Dogo Todesangst gehabt. Ja. Der bekam von mir ein V1 und war dafür berechtigt, nachher beim Tagessieger mitzulaufen. Es kam zum Tagessieger, alle Sieger ihrer Kategorie betraten den Ring, auch der Dogo, und dann war die Hölle los. Ich sage Ihnen was, der gebärdete sich in diesem Tagessiegerring drinnen wie ein Dämonenfürst aus der Hölle, wie ein Hai inmitten eines Schwarms blutender Fische biss der um sich. Der schlug um sich, der attackierte die Besitzer der anderen Hunde, der attackierte die Hunde. Die Hälfte der Hunde, die da in dem Tagessiegerring drinnen waren, die wollten vor diesem Dogo flüchten, die andere Hälfte wollte den Kampf gegen diesen Hund aufnehmen. Die eine Hälfte der Leute hatte Angst, die andere Hälfte der Leute war zornig, es hagelte Proteste, wir sollen was unternehmen. Ich beschloss dann, da reinzugehen, etwas zu tun, denn das ging nicht mehr. Ich bewegte mich auf diesen Besitzer zu, hielt Respekt, Abstand ein, denn der Dogo wütete und sagte: Hören Sie, das geht so nicht. Ja, Sie müssen den Ring verlassen, denn Ihrem Hund läuft das Testosteron aus beiden Ohren heraus. Der möchte hier alles vernichten. Die ganze Halle hat Angst vor diesem Hund. Bitte verlassen Sie den Ring, der hat das verstanden. Der ging selbstverständlich, und ich sage Ihnen was, dieser Herr tat mir irgendwie leid. Denn ich konnte mir vorstellen, wie dem sein Tagesablauf mit diesem Hund ausgesehen hat. Ich denke mal, der kämpfte tagtäglich im Alltag irgendwie damit, mit diesem Hund zu überleben. Ja, also der ging dann dort weg, also der Hund ging weg und er flatterte hinten nach wie ein Taschentuch. Das war ein Hund, der war wie aus Stein gemeißelt, anatomisch, und er hatte ein Wesen, ja, wie ein Dämon. Der Besitzer wiederum war recht schwach gebaut, möchte ich mal sagen, und war auch etwas psychisch schwach. Ja? Also das war eine Kombination, die sich absolut nicht miteinander vertragen hat. Ja? Sie sehen also, zu was dieser Hund fähig sein kann, wenn man nicht weiß, was man tut. Ja? Andererseits lernte ich in Wiener Neustadt einen Dogo Argentino kennen. Den habe ich jetzt schon 4-mal, glaube ich, gesehen, sonst 3-mal gewesen sein. Ebenfalls ein Hund mit wahnsinnig schöner Anatomie, ein kegelförmiger Kopf, mächtig ausgeprägte Backenmuskulatur, nicht kopiert, die auf der Ausstellung war noch kopiert. Ein Dogo, der in Neustadt, wenn man den Arm abklopft, ja, steinhart. Wahnsinn. Ein Schmusebär. Und könnte dieser Hund sprechen, würde ich zu dem sagen: Sag mal, weißt du nicht, dass du einer dieser berühmt-berüchtigten Großwildjäger bist? Würde der mich höchstwahrscheinlich ansehen und sagen, was ich noch nie von so etwas gehört, und würde mich auslachen. Ein Hund, von welchem mir der Besitzer erklärt hat, der sich mit jedem verträgt, mit jedem Fremden freundlich begrüßt, der herzlichste Hund zu Kindern ist, der sich mit Rüden, mit fremden Rüden und mit fremden Hündinnen spielt, ein absoluter Schmuser. Also man sieht, wie konträr diese Hunde sein können. Es ist unmöglich zu sagen, Dogos sind so, Rottweiler sind so,
das geht nicht. Hier spielt viel mit, von wo haben Sie den Hund, aus welcher Linie kommt der Hund, wie wird der Hund von Ihnen erzogen, eine Hauptsache. Ganz klar, hat der Hund von Natur schon etwas mehr Feuer als geplant mitgenommen, wo man dagegen arbeiten muss und so weiter und so fort. Ja, also es ist ganz schwer, generell bei Rassen zu sagen, die Hunde sind so und die Hunde sind so. Es geht wirklich nur begrenzt, Hunderassen zu beschreiben. Aber das waren 2 Beispiele, 2 persönliche Erlebnisse, die ich mit Rottweiler und mit Dogos gehabt habe. Ja, wenn wir kurz mal zur allgemeinen Haltung kommen. Schauen Sie, liebe Zuseher, es ist so, dass es hier kein Schwarz und Weiß gibt, außer in der Farbe der beiden Hunde. Ja. Es gibt so viele Facetten dazwischen. Ich möchte vielleicht sagen, dass der Rottweiler, der vielleicht der Hund ist, der etwas mehr in die moderne Zeit passt. Der Hund, der etwas zivilisierter ist. Ja. Ich möchte das vielleicht so erklären. Schauen Sie, der Rottweiler ist vielleicht eher geeignet für Leute, die es abgesehen haben auf den Gebrauchshundesport, weil der Rottweiler der trainierbare Hund ist, wenn es zu Themen wie Kommandos kommt. Dafür ist der Hund gemacht. Schauen Sie, der Rottweiler hatte schon immer Aufgaben zu erfüllen, wo er seinen Herren gehorchen musste. Das war beim Dogo immer anders. Der Dogo arbeitete sehr häufig selbstständig als Großwildjäger, ähnlich wie beim Vergleich Presa Canario, Cane Corso, wo auch zumeist der Cane Corso mehr Wild to Please zeigt als der Presa. So ist das auch beim Dogo und beim Rottweiler. Der Rottweiler ist eher der Hund für Leute, die es auf einen Hund abgesehen haben, mit dem sie in urbanen Gebiet unterwegs sind, mit dem sie den Abrichteplatz besuchen etc. Während der Dogo eher der Hund ist für Leute, die eher im ländlichen Gebiet zu Hause sind, eher aufs Hiking aus sind. Wissen Sie, was ich meine? Unterwegs in der Wildnis, über Stock und Stein, eventuell mit dem Hund Radfahren, laufen gehen und so weiter. Trainierbarkeit generell bei beiden, man kann nicht sagen, der Hund ist trainierbarer als der und so weiter. Es kommt immer auf die Thematik an. Also wenn es alles, was mit der Jagd zu tun hat. Ja. Hier fährt der Dogo ab. Alles, was mit Kommandos, mit Folgen zu tun hat, das ist eher die Welt des Rottweilers. Jagdtrieb kann bei beiden stark ausgeprägt sein. Hier ist natürlich der Großwildjäger, der, wie soll ich sagen, der energischere Jäger, möchte ich sagen. Auch der Rottweiler kann einen stark ausgeprägten Jagdtrieb haben und ich weiß von Rottis, die als Packer im Einsatz sind. Ich weiß das, ja. Aber der Jagdtrieb ist doch eher zu finden beim Dogo Argentino. Zurück zur allgemeinen Haltung. Ich möchte das vielleicht so sagen. Schauen Sie, obwohl es so ist, nehmen wir als Beispiel das bei allen Österreichern bekannte Donauinselfest hier. Viele der deutschen Nachbarn werden das auch kennen, eventuell auch der Schweizer Nachbarn. Also das ist die Hölle los. Ein Riesenareal mit Millionen Besuchern übers Wochenende. Ich weiß, dass dort viele Leute mit ihren Hunden zu Besuch kommen. Warum die das tun, weiß ich nicht. Ich würde das meinem Hund niemals antun. Aber ich weiß, dass es so ist. Wären Sie dort mit einem Rottweiler unterwegs, der seine Rasse optimal vertritt, von Ihnen optimal gehalten wird, kann ich mir vorstellen, dass Ihr Besuch dort mit dem Rotti etwas unentspannter ist, als wären Sie mit dem Dogo dort, der aus ebenfalls einer optimalen Zuchtstätte kommt und optimal funktioniert. Ja? Weil der Rottweiler generell beim Aufeinandertreffen auf fremde Menschen vielleicht etwas misstrauischer reagiert von Natur aus, als es der Dogo tut. Doch, wenn Sie ein Mensch sind, der den Rottweiler nicht wirklich optimal erzogen hat und den Dogo nicht wirklich optimal erzogen hat, kann ich mir vorstellen, dass der Besuch des Donauinselfests mit dem Dogo etwas unentspannter wird. Ich bin mir sicher, dass der Rottweiler ein Hund ist, bei dem man Fehler in der Erziehung leichter ausbügeln kann, leichter glatt bügeln kann, als es beim Dogo der Fall ist. Der Dogo verzeiht Fehler in der Erziehung nicht so gut wie der Rottweiler. Ein abgedrifteter Dogo ist komplizierter als ein abgedrifteter Rottweiler. Schauen Sie, beide Hunde können abrutschen, unführbar werden. Beide Hunde können aber zu absoluten Lämpchen werden, Schmusebären werden. Es kommt natürlich auf viele, viele Dinge an. Doch generell sei gesagt, dass der Rottweiler garantiert der etwas einfachere Hund ist. Wenn es beides Hunde aus guter Zucht sind, gut gehaltene Hunde sind, möchte ich behaupten, dass der Rottweiler etwas führiger ist. Er ist mit mehr Wild to Please ausgestattet. Er ist nicht ganz so selbstständig im Kopf, wie es der Dogo manchmal ist. Verstehen Sie, was ich meine? Das sind beides sehr leistungsfähige, sehr starke, mächtige Hunde mit ausgeprägtem Wach- und Schutztrieb. Hier entscheidet oftmals nur die Optik. Wollen Sie einen dunklen Hund, nehmen Sie sich einen Rotti. Wollen Sie einen hellen, nehmen Sie sich den Dogo. Wollen Sie einen Hund, mit dem Sie eher am Abrichteplatz zu Hause sind, tendieren Sie eher zum Rottweiler. Wollen Sie einen Hund, mit dem Sie extreme Bewegungsformen veranstalten können, halten Sie sich auf den Dogo. Das ist der ausdauerndere, beweglichere, leistungsfähigere Hund. Ja.
Wenn es ums Thema Wach- und Schutzhund geht, also wenn es ums Thema Wachhund geht, ist es egal. Wenn es ums Thema Schutzhund geht, ist der bessere der Rottweiler. Hier entscheidet oft die Optik, was sie wirklich wollen. Selbstverständlich unterscheiden sich beide charakterlich. Ganz klar. Doch es ist schwer zu sagen. Ja? Wenn Sie mich fragen, für welchen Hund ich mich entscheiden würde, und das kann ich Ihnen beantworten. Schauen Sie, hätte ich meinen von mir abgöttisch geliebten Vito nicht und Sie kämen mir jetzt in diesem Moment mit einem Rottweiler-Welpen und einem Dogo-Welpen daher und sagen, Ronny, schnell such dir einen aus, dieser beiden. Ich würde mich für den Dogo Argentino entscheiden. Aber nicht, weil er mir so viel besser gefällt als der Rottweiler, denn auch der Rottweiler ist ein fantastischer Hund, der mir wahnsinnig gut gefällt, sondern in diesem Fall müsste ich nach Gefühl, nach Bauchgefühl gehen. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass der Dogo und ich ein harmonischeres Team darstellen würden, als es der Rottweiler und ich tun würden. Mein Erziehungsstil ist eher abgestimmt auf den Dogo Argentino, eher optimiert für den Dogo als für den Rottweiler. Obwohl ich sagen muss, betonen muss, dass ich beim Dogo in manchen Situationen mehr auf die Bremse steigen würde, als ich es beim Rottweiler tun würde. Verstehen Sie, was ich meine? Generell sei gesagt, das sind zwei fantastische Hunderassen. Wahnsinnig stark, wahnsinnig viel Power, beweglich, leistungsfähig, ausdauernd. Beide Hunde sind lernwillig, sind trainierbar, auf verschiedene Art und Weise einsetzbar. Ich wiederhole mich. Kommandos, Abrichtesport, eher der Rottweiler. Alles, was mit Laufen, mit Bergsteigen und so weiter zu tun hat, eher der Dogo. Wobei das Ganze umgekehrt genauso funktionieren kann. Ich sage jetzt nur, für was sich jeder Hund vielleicht etwas mehr eignet. Ja, Wach- und Schutzhund, da tut sich nicht viel. Auch in der Größe nicht. Gewicht, der Rottweiler der bulligere, massigere Hund, der Dogo eher der schlankere Athlet. Ja? Aber der Dogo besser für den oder der Rottweiler besser für den. Das ist bei diesen beiden Hunden so schwer zu sagen. Es ist nur eine Sache, und die ist mit Sicherheit so, und das ist, dass es keine einfachen Hunde sind. Wenn sie purer Anfänger sind, will ich es mir überlegen, ja, gleich auf einen Dogo oder auf einen Rottweiler zuzuschlagen, wobei man hier ja auch nicht jeden in einen Topf werfen kann. Sie wissen ja, und ich habe schon mal gesagt, oft ist es so, dass ein blutiger Anfänger, der sich in eine Rasse einliest, der bessere Hundeführer nachher ist für diesen Hund, als der Hundeführer, der schon 5 goldene Retriever besessen hat und sich jetzt einbildet, sich einen Dogo zu nehmen, aber sagt nur, ich brauche mich nicht einlesen, denn ich hatte schon 5 goldene Retriever. Der wird dann höchstwahrscheinlich mit dem Dogo weniger gut zurechtkommen, als Sie, als blutiger Anfänger, welcher sich intensiv in diese Rasse eingelesen hat. Ja? Also so kann man das nicht sagen. Dennoch möchte ich behaupten, dass das nicht unbedingt die einfachsten Hunde sind. Wenn es um die Erziehung geht, ums Handling generell geht, weil das unheimlich starke Hunde sind, mit doch einem Charakter, der ein Händchen, etwas Gefühl braucht. Ja, viel mehr kann ich von diesen beiden Top-Hunderassen, beide gehören absolut in mein Beuteschema hinein, eigentlich nicht sagen. Ich möchte zum wiederholten Male nochmal alle Besitzer von Rottis, von Dogos grüßen, auch Besitzer von Rotti-Mixen und Dogo-Mixen und nochmal meinen Freund aus Hannover im Besitz von Simba, welcher ein wunderschöner Kerl ist, dieser Dogo American Bulldog Mix. Nochmal liebe Grüße nach Hannover. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.